Das Aoki BM7 hebt CarPlays auf eine neue Ebene mit Wonder-Wheel-Steuerung und 2 Full-HD-Kameras, vorgestellt im Schneeparadies von Madrid. Aoki hat es wieder geschafft. Es gibt wieder ein neues CarPlay, beziehungsweise ist es eine Erweiterung des bereits bestehenden BM6 und BM7s. Und zwar gibt es das BM6 als auch das BM7 jetzt mit Full-HD-Kameras. Und damit ist Aoki einer der ersten Hersteller, wenn nicht gar der erste Hersteller, der es geschafft hat, ein CarPlay auf den Markt zu bringen, das sich sowohl mit dem BMW Wonder Wheel hier steuern lässt, als auch über 2 Full-HD-Kameras verfügt. Und falls ihr euch übrigens wundert, wo ich hier gerade bin, ich bin hier gerade in einem Skigebiet in der Nähe von Madrid. Das liegt ganz einfach daran, dass unten in Madrid sind so viele Wolken, es ist ein reines Wolkenmeer und hier oben bei über 2000 Metern sind wir zum Glück über den Wolken. Ich habe hier übrigens das BM7, also das 7 Zoll große Display. Das BM6 hat ein 6 Zoll großes Display. Das hatte ich im vorherigen Video. Und jetzt wollen wir mal in den Karton hier reinschauen. Aoki hat es wieder in einem sehr schönen Design geliefert. Sieht sehr hochwertig aus und fühlt sich auch sehr hochwertig an. Schauen wir mal rein. Auch hier wieder sehr schön gemacht. Und hier ist auch direkt das Gerät. Nochmal geschützt. Sieht sehr schön aus und vor allen Dingen auch schön groß. Ich halte mal meine Hand drunter und das lässt sich natürlich jetzt auch wunderbar hier vorne gleich im Cradle einhängen. Aber erstmal wird weiter ausgepackt. Mit im Karton haben wir natürlich die beiden Full-HD-Kameras. Eine ist hier. Auch die Kameras sind im neuen Design. Sehen sehr gut aus und sie haben weiterhin hier oben den roten Punkt, damit man gleich weiß, wo oben ist. Zur Montage liefert Aoki hier so ein Klebepad von 3M. Und auch noch 2 Schrauben für diejenigen, die es verschrauben wollen. Dann haben wir hier natürlich nochmal eine Kamera für hinten oder für vorne. Genau, hier steht DVR-F, also F, das hier ist die für vorne, für Front. Die sind hier auch nochmal mit blau markiert oder farblich markiert. Einmal blau, einmal schwarz. Das heißt, beim Anschließen kann man sich überhaupt nicht vertun. Und hier haben wir nochmal ein separates USB-C-Kabel. Hier werden die Kameras angeschlossen, einmal blau, einmal schwarz. Und das wird dann hinten am Gerät verschraubt. Und hat hier auch nochmal eine Gummidichtung, da das Gerät ja auch IP67 zertifiziert ist. Und mit dieser Dichtung bleibt natürlich auch die IP67-Zertifizierung bestehen. Dann liefert Aoki freundlicherweise auch gleich noch eine 64 GB Speicherkarte mit. Genauso wie einen kleinen Schraubenzieher, den man braucht, um das SD-Kartenfach unten zu öffnen. Hier unten am Gerät sind dann auch die Zugänge einmal für die Micro-SD-Karte, um die Videos aufzunehmen und dann natürlich noch ein USB-C-Anschluss. Wobei man sagen muss, dass der USB-C-Anschluss hauptsächlich für Wartungsarbeiten eigentlich von Aoki gedacht ist, falls mal irgendwas nicht funktionieren sollte. Daneben ist dann noch der Eingang für die Kameras. Der ist hier auch schon mal gummiert und hier sind auch gleich die beiden Gewinde, um das Ganze zu verschrauben. Ja, und hier drüben ist noch ein Mikrofon. Firmware-Updates werden direkt vom Computer auf die SD-Karte übertragen und anschließend auf das BM7. So, das USB-C-Kabel für die Kameras lässt sich auch ganz leicht anschließen. Einfach hier unten reinstecken. Damit die Wasserdichtigkeit weiterhin besteht, natürlich dafür sorgen, dass es auch gut anliegt und wirklich gut fest ist. Und jetzt kann man das Gerät auch ganz leicht hier vorne im Cradle einhängen, im Original-Cradle von BMW. Denn hier hinten gibt es weiterhin die Pins und hier unten ist dann der Anschluss für die Kameras. Einmal alles aufmachen, einhängen, reindrücken, arretieren und abschließen. Fertig, wie immer. Im nächsten Schritt werde ich mich jetzt mal um die Kabelführung kümmern. Die Kamera für vorne kann man zum Beispiel bei der GS hier wunderbar hier auf dem Schnabel platzieren. Und was mir auch sehr positiv auffällt, gerade im Vergleich zu vielen anderen Kameras, ist, dass sowohl die Basis als auch das Gehäuse der Kamera hier aus Metall sind. Die Kabel lassen sich jetzt auch gut hier durchführen. Ich werde die Kameras natürlich nicht hier vorne auf dem Schnabel festschrauben, sondern die 3M Klebepads verwenden und dafür erstmal die Stelle hier ein bisschen reinigen. Mit ein bisschen Bremsenreiniger, geht immer. Das hier ist das 3M Klebepad. Da einmal die rote Schutzfolie entfernen. Dann hier hinten auf die Kamera drauf oder besser gesagt auf den Sockel. Das Weiße ab. Und schon ist sie drauf. Hier vorne ist noch eine kleine Schutzfolie, die kommt auch noch runter. Und der rote Punkt ist weiterhin oben. Und das gleiche mache ich natürlich jetzt auch nochmal hinten. Auf der Heckseite passt die Kamera hier wunderbar hier dazwischen, sage ich mal, Bremslicht und hier oben den Griffen, wo sich der Sozius dran festhalten kann. Die passt hier von der Höhe her ideal rein. Gut andrücken.
Ja, Aoki hat hier leider keine Kabelbinder beigelegt, aber das macht nichts. Ich denke, ihr habt genauso welche dabei wie ich auch oder auf jeden Fall zu Hause in der Garage. Kurz beide Sitzbänke abgenommen und jetzt kann man das Kabel natürlich wunderbar auch hier reinführen. Ich gebe mir jetzt hier übrigens ein bisschen mehr Mühe bei der Kabelführung, weil ich in der Tat vorhabe, das Aoki BM7 drauf zu behalten auf dem Motorrad als dauerhaftes CarPlay. Und ihr seht schon, das Kabel ist hier richtig lang, viel zu lang eigentlich, wenn man ehrlich ist, aber lieber ein bisschen mehr. Und das überflüssige Kabel kann man dann hier wunderbar unterm Sitz oder unterm Sitz verstauen. Und zu guter Letzt muss man natürlich dann die Kabel oben verbinden mit dem CarPlay, blau auf blau und schwarz auf schwarz. Hierbei bitte darauf achten, dass ihr diese Schellen hier richtig schön festschraubt. Weil erst wenn die richtig drinne sind, kriegt ihr auch ein Bild von den Kameras. So, und jetzt noch kurz Kabel verstauen und dann geht's weiter. X-Element Motorhead ist offizieller Adventure Country Tracks Partner. Begleite uns auf dem ACT Frankreich, ACT Italien, ACT Pyrenäen oder ACT Portugal. Jetzt auf xelement-motionet.de. Und damit war der Einbau von dem BM7 samt Kameras wirklich total einfach. Ich habe jetzt noch die Kabelbinder zurechtgeschnitten und es sieht einfach sauber aus. Wenn man sich das von außen so ein bisschen anschaut, alles schön versteckt. Kamera kommt hier hinten durch. Passt wunderbar dazwischen. So, nachdem ich jetzt hier die Kameras eingebaut habe und die Kabelbinder nochmal zurechtgeschnitten habe, schauen wir uns mal vorne das BM7 im Cockpit an. Wie ihr seht, die Kameras von dem BM7 laufen schon und die Kamera, mit der ich das hier filme, da sieht das total verspiegelt aus. Aber ich kann euch versichern, wenn man das mit bloßen Augen betrachtet, spiegelt das weit weniger. Das liegt vielleicht auch im Einfallswinkel. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber mit den Augen betrachtet sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Wenn man jetzt hier drauf tippt, hat man hier unten auch die Einstellungsmöglichkeiten: einmal sperren, erfolgreich fotografiert, also ein Foto machen, in die Aufnahmen gehen. Hier hat man auch die ganzen Aufnahmen, kann man sich hier anschauen, was alles aufgenommen wurde. Und wie ihr seht, sind die immer 1 Minute lang. Das steht hier unten, denn diese Aufnahmen laufen natürlich in der Loop-Funktion, also in Dauerschleife. Somit findet keine permanente Überwachung des öffentlichen Raums statt und somit kann man auch die Aufnahmen vor Gericht im Zweifelsfall verbinden. An der Stelle muss ich aber sagen, ich selbst bin kein Anwalt oder anderer rechtlicher Experte, von daher ist es nur mein Wissen. Wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen, was haben wir denn jetzt hier? Vorne, hinten kann man hier unterscheiden. Aufnahmen nach vorne, Aufnahmen nach hinten. Sehr schön gemacht. Zurückgehen. Hier kann man noch das Mikrofon aktivieren und deaktivieren, durch die verschiedenen Ansichten durchwandern, vorne, hinten, beide und natürlich hier in den Home-Button. Das BM7 habe ich jetzt hier auch schon mit dem Handy verbunden, das war total einfach, wie man das auch von der Aoki kennt. Eingangs hatte ich ja noch gesagt, dass das BM7 auch mit dem Wonderwheel bedient werden kann und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Dafür einmal umstellen, hier unten, es wurde auch direkt von der BMW erkannt. Das heißt, hier wechselt es dann von TFT auf NAV unten. Und jetzt kann ich hier mit Drehen durchgehen. Wie ihr seht, ich fasse das Display nicht an und die Apps wandern durch. Einfach durch Drehen hier am Wonderwheel. Und mit reinkippen und rauskippen kann man dann wieder in die Apps rein und rausgehen. Wenn wir zum Beispiel mal da oben in Google Maps rein wollen, zack, angewählt. Und jetzt mit einem Tipp nach links wieder raus. Und genauso auch Spotify. Funktioniert auch alles. Ihr habt vielleicht schon diesen Punkt hier gesehen. Den kann man optional aktivieren oder deaktivieren. Hier hat man einmal die Helligkeit. Das Gerät hat aber auch einen eingebauten Helligkeitssensor. Dann, was haben wir noch? Einmal der Home-Button. Kommt man dann wieder hier hin. Mit einem Tipp hier unten kommt man wieder ins CarPlay rein. Und dann hier direkt zu den Kameras. Und hier vorne dann zu dem Splitscreen. Diesen Button hier, den kann man übrigens hin und her verschieben, wie man das möchte. Was natürlich auch noch wichtig ist, jetzt bei dem größeren Display, bei dem 7 Zoll, ist, dass es wunderbar mit dem Windschild funktioniert. Also da dotzt nichts an, egal ob man das hoch oder runter schiebt. Da passt sogar noch ein Finger dazwischen hier. Und auch ganz unten ist da noch ein bisschen Luft. Jetzt mache ich natürlich noch mal eine Probefahrt mit dem BM7 und da schauen wir uns mal an, wie sich das so während der Fahrt verhält. Und auf geht's. Wie ihr seht, fährt direkt hoch. Und jetzt hat sich hier auch direkt das CarPlay gestartet. Sieht sehr gut aus. Drohne fliegt auch mit. Die ist hier unten dabei, seht ihr sicherlich. Und
Jetzt kann ich hier mit einem Klick von TFT auf NAV umstellen, bin direkt oben im CarPlay drin, kann hier mal kurz durchwandern, aber kann jetzt auch hier ganz schnell mal in die Kameras reingehen. Da, Kamera. Und jetzt habe ich die Front- und die Heckkamera. Und es gibt einfach nochmal so ein bisschen extra Sicherheit. So, jetzt musste ich doch die Drohne nochmal abnehmen, weil die hier mit den Bäumen nicht so ganz klar kam. Aber das BM7 macht hier eine echt gute Figur, also die Kameras finde ich richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der GoPro hier aussieht, mit der ich das filme, aber ich kann das Display super gut erkennen. Es spiegelt wenig. Also es spiegelt nicht gar nicht, aber es spiegelt wirklich wenig und ist absolut gut ablesbar. Man kann jetzt sogar, das ist ja geil, mit dem Multicontroller hier auch die Kameras bedienen. Das ist ja echt super. Jetzt kann ich hier wahrscheinlich reintippen und kann dann hier mal schön durchwechseln. Jetzt habe ich vorne, das Auto ist vor mir, Ansicht nach hinten. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch für den rückwärtigen Verkehr, wenn man einfach mal so fahren will und will nicht immer so in den Seitenspiegeln gucken, na, kommt da jemand von hinten? Da hat man das hier gleich im Blick. Wirklich sehr schön. Und jetzt muss ich kurz gucken, wie komme ich zurück? Ja, mit einem Tipp nach links komme ich dann noch wieder zurück. Hier bin ich in der Übersicht, habe den Kompass, den ich jetzt auch nicht großartig kalibrieren musste oder so. Aber kurz bremsen. Ich sehe, ich habe hier eine Satellitenverbindung. Tire Pressure funktioniert auch, also Reifendruck vorne 2,08 und hinten 2, also Front und Back. Da oben hat man dann noch die Einstellungen hier für das WLAN, weil jetzt das Handy mit dem WLAN verbunden ist. Die Audioverbindung, also zum Beispiel für Spotify und so weiter, die besteht dann direkt zwischen dem Handy und dem Headset, was auch immer ihr für eins habt. Jetzt kann ich hier in die Übersicht reingehen, habe jetzt hier die Fahrzeugdaten nochmal anders dargestellt, kann jetzt auch hier durchwandern, auch mit dem Wonderwheel wieder alles, wie man das von Ayoki kennt. Also wirklich sehr schön gemacht. Da kann man sich dann wirklich nochmal frei austoben. Wenn ich jetzt hier ins CarPlay reingehe, habe ich hier die Apps natürlich. Gehe hier einfach mal in Google Maps und sehe gleich, wo ich unterwegs bin. Aber wenn ich jetzt von hier, sage ich mal, schnell einen Blick nach hinten werfen will, kann ich hier auch ganz leicht drauf tippen und kann dann hier zur Kamera wechseln und habe jetzt hier zum Beispiel die Kameraansicht für hinten. Jetzt kann ich hier ein Bild machen, Foto erfolgreich erstellt und das ist natürlich auch super für so Erinnerungen. Da hat man jetzt natürlich keine High-End-Fotografie oder so, aber wenn man einfach mal einen Schnappschuss machen möchte, einfach um dann nochmal nachzuschauen und zu sagen, hey, das war ein schöner Tag, ich habe hier ein paar einfache Bilder, aber das reicht. Und dafür ist es einfach super. Jetzt kann ich hier die Kameras nochmal wechseln, hier nach vorne, zack. Und denke, schöne Kurve, mache ich hier nochmal ein Bild, zack, Foto erstellt. Weil es gibt ja auch hier zum Beispiel nicht immer die Möglichkeit, um anzuhalten, wenn man da mal eine schöne Passage hat. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass man das TFT unten noch gut ablesen kann. Also ich muss sagen, auch mit den 7 Zoll, da wird nichts großartig verdeckt. Kann hier NAV und die Reichweite ablesen vom Benzin, was ich noch drin habe. Und damit suche ich mir jetzt einen Parkplatz und dann kommen wir zum Fazit. Bevor es jetzt aber ans Feedback zum Ayoki BM7 geht, will ich euch nochmal auf X-Element Motorrad aufmerksam machen. Das ist meine eigene Plattform, die ich nur geschaffen habe, um es Motorradfahrern so leicht wie möglich zu machen, Gleichgesinnte für die nächste Tour zu finden. Dafür gibt es ein eigenes soziales Netzwerk, genauso aber auch wie die vororganisierten Gruppentouren und natürlich Motorradgruppen in jeder größeren deutschen Stadt. Ganz frisch dazugekommen sind auch noch 3 weitere Themenbereiche. Da haben wir einmal die Motorradtrainings sowohl fürs Gelände als auch für die Straße mit erfahrenen Instruktoren, die auch in Fahrsicherheitszentren arbeiten. Dann haben wir auch noch als große Neuerung die Ride-and-Meet-Touren. Das sind geführte Motorradtouren in Deutschland, die speziell dafür gemacht sind, Gleichgesinnte zu finden. Das heißt, man fährt durch wunderschöne Gegenden, aber alle, die da sind, haben auch das Interesse, neue Motorradfahrer kennenzulernen. Das ist also ein neues Konzept auf X-Element Motornet. Und dann als dritten Themenbereich haben wir die Expedition Ready Trainings. Das sind spezielle Motorradtrainings, die darauf ausgelegt sind, dich fahrerisch und technisch auf dein nächstes Reiseziel vorzubereiten, zum Beispiel Skandinavien. Und das Ganze passiert in der Gruppe. Das heißt, alle, die da sind, haben auch noch die Möglichkeit, Gleichgesinnte für ihre nächste Tour zu finden. Das heißt, man lernt zum einen das Know-how für das Reiseziel oder für das Reiseland, aber man hat auch noch die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die ebenfalls das gleiche Reiseziel haben. Und damit soll es jetzt aber auch zum Fazit zum BM7 von Ayoki gehen. Das BM7 von Ayoki hat hier heute wirklich eine super Figur gemacht,
Die Installation war sehr einfach und ich muss sagen, wenn ich das hier in einem Skigebiet schaffe, schafft ihr das garantiert auch zu Hause in der Garage oder in der Einfahrt. Und natürlich die Kameras, die laufen auch super. Es sind zwar nur Full-HD-Kameras, also keine 4K-Kameras, aber für den Einsatzzweck ist es vollkommen ausreichend. Hier und da mal ein Schnappschuss, mal ein kleines Erinnerungsvideo und im Fall des Falles hat man auch noch ein Beweisvideo. Insgesamt macht das BM7 von Aoki einen sehr hochwertigen Eindruck. Es ist sehr stabil gebaut, sehr solide. Die Menüführung ist sehr einfach, sehr intuitiv, genau wie man das von Aoki schon kennt. Die Kameras haben auch tadellos funktioniert und ich bin auch wirklich stolz darauf, hier ein CarPlay präsentieren zu können. Wahrscheinlich sogar das erste CarPlay, das zum einen mit dem BMW Wonderwheel funktioniert und gleichzeitig die Kameras an Bord hat. Und das gibt es meines Wissens nach bisher noch bei keinem anderen Anbieter. Und wenn du jetzt auch gerne so ein Aoki BM7 haben möchtest mit dem 7 Zoll Display, dann schau doch mal in der Videobeschreibung, da habe ich noch einen Rabattcode für dich. Da bekomme ich eine kleine Provision und du bekommst natürlich den Rabatt. Und damit sage ich mal viele Grüße und bis zum nächsten Mal.